Willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir gemeinsam eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit und entdecken, wie man auf Deutsch spannend über Erlebnisse spricht. In unserer letzten Folge haben wir unserer Sprache Persönlichkeit eingehaucht. Wir haben die Modalverben gemeistert und gelernt, wie wir unsere Wünsche, Fähigkeiten und Pflichten mit Wörtern wie können, müssen und dem superwichtigen möchten ausdrücken können. Wir haben also gelernt, wie wir im Hier und Jetzt agieren. Heute reisen wir in der Zeit zurück. Es geht um eine der fundamentalsten Fähigkeiten in jeder Sprache, die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, über Erlebnisse zu berichten und zu sagen, was gestern, letzte Woche oder vor 10 Jahren passiert ist. Es geht um die deutsche Vergangenheit. Und im Deutschen gibt es dafür hauptsächlich 2 Zeitformen, 2 Zeitmaschinen, die du kennen musst. Das Perfekt und das Präteritum. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum gibt es 2 und wann benutze ich welche? Das ist eine der häufigsten Fragen, die Deutschlerner stellen, und heute werden wir sie ein für alle Mal klären. Wir werden nicht nur lernen, wie man diese Zeitformen grammatikalisch korrekt baut, also wann man haben oder sein benutzt und was es mit diesen mysteriösen Partizipien auf sich hat. Vor allem werden wir das Gefühl dahinter verstehen. Du wirst lernen, wann eine Geschichte wie ein Roman klingt und wann sie wie ein Gespräch unter Freunden klingt. Das wird eine spannende Reise in die Welt des Erzählens. Also, steig in die Zeitmaschine, wir starten. 2 Zeitmaschinen, ein Ziel. Der große Unterschied im Gefühl. Bevor wir uns die Grammatik ansehen, müssen wir die wichtigste Regel verstehen. Und die ist keine Grammatikregel, sondern eine Stilregel. Sowohl das Perfekt als auch das Präteritum beschreiben abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Das Ziel ist also dasselbe, aber die Wirkung und der Kontext sind völlig unterschiedlich. Stell es dir so vor: Das Perfekt ist die Zeitform für das Sprechen. Es ist die Zeit des Dialogs, des Gesprächs, der E-Mail an einen Freund. Es fühlt sich nah, persönlich und direkt an. Wenn du erzählst, was du am Wochenende gemacht hast, benutzt du das Perfekt. Das Präteritum, manchmal auch Imperfekt genannt, ist die Zeitform für das Schreiben. Es ist die Zeit des Berichts, des Romans, der Märchen. Es schafft eine gewisse Distanz und hat einen formelleren, erzählerischen Charakter. Die Nachrichten im Fernsehen oder in der Zeitung werden im Präteritum berichtet. Diese Unterscheidung, Perfekt für Gesprochenes, Präteritum für Geschriebenes, ist deine wichtigste Orientierung. Natürlich gibt es ein paar wichtige Ausnahmen, zu denen wir noch kommen, aber wenn du dir das merkst, hast du schon die halbe Miete. Das Perfekt, die Zeitform für den Alltag. Beginnen wir mit der Zeitform, die du im Alltag am häufigsten brauchen wirst, dem Perfekt. Das Perfekt wird immer aus 2 Teilen gebildet und bildet wieder unsere berühmte Satzklammer. Die Formel lautet konjugiertes Hilfsverb haben oder sein auf Position 2 plus Partizip 2 am Satzende. Der erste Teil ist einfach. Du konjugierst haben oder sein ganz normal. Aber wie bildet man das Partizip 2 und wann nimmt man haben und wann sein? Teil A, das Partizip 2. Für regelmäßige Verben, die schwachen Verben, ist es einfach. Ge plus Verbstamm plus T. Machen, gemacht. Kaufen, gekauft. Lernen, gelernt. Satz: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Für unregelmäßige Verben, die starken Verben, ist das etwas komplizierter. Die Formel ist oft ge plus veränderter Verbstamm plus en. Diese Formen musst du leider auswendig lernen.
aber du wirst die wichtigsten sehr schnell beherrschen. Gehen, gegangen. Sehen, gesehen. Essen, gegessen. Sprechen, gesprochen. Satz: Wir sind ins Kino gegangen. Teil B. Haben oder sein. Das ist die Hürde, an der viele zweifeln, aber die Regel ist eigentlich ziemlich klar. Du benutzt sein bei Verben, die eine Bewegung von einem Ort A zu einem Ort B beschreiben. Gehen, fahren, fliegen, kommen, reisen, laufen, springen. Ich bin nach Berlin gefahren. Sie ist gestern aus dem Urlaub gekommen. Bei Verben, die eine Zustandsänderung beschreiben: Aufwachen von schlafend zu wach, einschlafen von wach zu schlafend, sterben von lebendig zu tot, wachsen. Ich bin um 7 Uhr aufgewacht. Bei den Verben sein, war, bleiben und werden. Ich bin in Hamburg gewesen. Wir sind zu Hause geblieben. Du benutzt haben für fast alle anderen Verben. Wenn keine Bewegung von A nach B und keine Zustandsänderung vorliegt, ist haben fast immer die richtige Wahl. Das ist die Standardeinstellung. Ich habe ein Buch gelesen. Er hat Musik gehört. Wir haben viel gelacht. Das Präteritum, die Zeitform für Geschichten. Kommen wir zu unserer zweiten Zeitmaschine, dem Präteritum. Wie gesagt, das ist die Domäne der geschriebenen Sprache. Grammatikalisch ist es auf den ersten Blick einfacher, das nur aus einem Wort besteht, aber die unregelmäßigen Verben sind hier die große Herausforderung. Für regelmäßige Verben ist die Bildung wieder sehr einfach. Verbstamm plus te plus Personalendung. Machen, ich machte, du machtest, er machte, wir machten. Spielen, ich spielte, du spieltest, sie spielte. Beispiel aus einem Roman. Er machte die Tür auf und blickte in den dunklen Raum. Für unregelmäßige Verben ändert sich der Vokal im Verbstamm. Hier gibt es keine Regel, diese Formen muss man auswendig lernen. Gehen, ich ging. Sehen, ich sah. Sprechen, ich sprach. Kommen, er kam. Beispiel aus einem Märchen. Der Wolf ging in den Wald und traf Rotkäppchen. Die wichtigen Ausnahmen für den Alltag. Obwohl das Präteritum die Zeit des Schreibens ist, gibt es eine kleine Gruppe von Verben, die auch im gesprochenen Deutsch fast immer im Präteritum verwendet werden, einfach weil es kürzer und praktischer ist. Diese musst du unbedingt kennen. Sein, man sagt fast immer, ich war krank, statt ich bin krank gewesen. Haben, man sagt fast immer, ich hatte keine Zeit, statt ich habe keine Zeit gehabt. Die Modalverben ich konnte nicht kommen ist viel häufiger als ich habe nicht kommen können. Ich wollte dich anrufen ist normaler als ich habe dich anrufen wollen. Also war, hatte, konnte, wollte, musste, durfte. Diese Präteritumformen sind absolut alltagstauglich und du solltest sie aktiv benutzen. Perfekt versus Präteritum in Aktion. Eine Geschichte, 2 Stile. Um den Unterschied jetzt wirklich zu fühlen, machen wir ein kleines Experiment. Ich erzähle dir eine kurze Geschichte, was gestern passiert ist. Zuerst im Präteritum, so wie es in einem Buch stehen würde, und danach im Perfekt, so wie ich es dir bei einem Kaffee erzählen würde. Hör genau auf den Unterschied in der Atmosphäre. Stil 1. Der Roman, Präteritum. Gestern war ein langer Tag.
Ich verließ das Büro um 18 Uhr und ging direkt zum Supermarkt. Dort kaufte ich Gemüse für das Abendessen. Als ich nach Hause kam, bemerkte ich, dass ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Ich rief meinen Mitbewohner an, aber er ging nicht ans Telefon. Also wartete ich eine halbe Stunde im kalten Treppenhaus. Klingt wie eine Erzählung, oder? Distanziert, literarisch. Stil 2, das Gespräch. Perfekt. Puh, gestern war ein langer Tag. Ich bin um 18 Uhr aus dem Büro gegangen und dann direkt zum Supermarkt. Dort habe ich Gemüse fürs Abendessen gekauft. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich bemerkt, dass ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Ich habe meinen Mitbewohner angerufen, aber er ist nicht ans Telefon gegangen. Also habe ich eine halbe Stunde im kalten Treppenhaus gewartet. Fühlst du den Unterschied? Die Geschichte ist dieselbe, aber die zweite Version ist viel persönlicher und direkter. Du siehst auch, dass die Ausnahmen war und hatte in beiden Versionen ganz natürlich vorkommen. Und das ist das ganze Geheimnis der deutschen Vergangenheit. Es geht weniger um richtig oder falsch, sondern um Stil, Kontext und Gefühl. Fassen wir unsere Zeitreiseregeln noch einmal zusammen. Perfekt ist die Zeit des Sprechens. Du bildest es mit haben oder sein und dem Partizip 2. Denke an die Regel, Bewegung von A nach B oder Zustandsänderung braucht sein. Der Rest meistens haben. Präteritum ist die Zeit des Schreibens. Du bildest es durch die Veränderung des Verbs. Die Superstars für den Alltag war, hatte, konnte, wollte, musste benutzt du fast immer im Präteritum, auch wenn du sprichst. Die Wahl zwischen den Zeitformen ist eine Wahl der Atmosphäre, persönlich und nah, perfekt, oder erzählerisch und distanziert, Präteritum. Mein Tipp für dich: Werde zum Zeitbeobachter. Nimm dir einen kurzen Zeitungsartikel online und lies ihn. Du wirst sehen, er ist fast komplett im Präteritum. Erzähle danach einem Freund oder deiner Familie oder einfach dir selbst im Spiegel mit deinen eigenen Worten, was in dem Artikel stand. Du wirst automatisch ins Perfekt wechseln. Das ist die beste Übung, um ein Gefühl für beide Zeitmaschinen zu bekommen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, die Vergangenheit auf Deutsch besser zu verstehen, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung. In unserer nächsten Folge knüpfen wir an unser Wissen über den Satzbau an und lösen eines der größten Rätsel: warum das Verb am Ende steht. Wortstellung in Nebensätzen. Wir werden sehen, wie Konjunktionen wie weil, das und obwohl die Wortstellung komplett auf den Kopf stellen und wie du dir das ganz einfach merken kannst. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.